Hallo zusammen, heute machen wir wieder ein Macchiato Sadas und dieses Mal geht es um Japa und Achapa Chapa. Japa ist die beständige Wiederholung eines Mantras, das sehr kurz oder auch länger sein kann. Und Achapa Chapa ist die spontane Repetition eines Mantras. Es ist mehr noch eine Meditation und oft in Kombination mit dem Atmen. Das bekannteste Mantra dafür ist Soham. Also mit Soham habe ich meine Erfahrung. Also Soham macht man, indem man es also so beim Einatmen, so innerlich, also man spricht ja nicht laut die Worte, sondern innerlich das So beim Einatmen und Ham beim Ausatmen. Und dann mit dem Atem zusammen, also synchron mit dem Atem. Das ist eigentlich so, wie man es dann macht. Dieses So-Ham heißt Ich bin. Und Japa kann ja auch ein sehr langes Mantra theoretisch sein, also das irgendwie 4 Zeilen oder so hat. Also für mich ist Japa das sozusagen dasselbe wie Namasmarana. So habe ich das eigentlich selber immer geübt und mache es immer noch. Namasmarana ist die Wiederholung nur eines Namens, also zum Beispiel einen göttlichen Namen, den wir lieben, können wir wiederholen. Also wir nehmen einen Namen, der eine sehr hohe, schöne, reine Schwingung hat, zum Beispiel den Namen, eben den göttlichen Namen oder eines Meisters, eines Gurus, der uns sehr, sehr nah ist. Und das können wir dann als Wiederholung nehmen. Und für mich ist die Erfahrung schon so, dass ich, wenn ich diesen Namen in den Atem oder den Atem in den Namen integriere, dann beginnt es so richtig zu schwingen. Ich sage dann, also meine Erfahrung ist dann, dass ich so wie darauf reite, quasi auf dem Atem mit dem Namen reite. Und wenn das passiert, ich kann es nur so sagen, wenn das dann passiert, während ich laufe, zum Beispiel im Wald oder in der Natur zum Beispiel, aber ich kann das auch zu Hause machen, aber dann spüre ich es am intensivsten, wenn so dieses auf dem Atem reiten mit diesem Namen, dass es dann so schön ist, also dass es beginnt sich zu verwirklichen. Also dass dieses richtig erhobene, starke Verbundenheitsgefühl, also dass einfach diese Schwingung dieses Namens auf mich sich überträgt und ich fühle, dass ich das bin, also ich werde zu dem. Und das ist eigentlich das, was die Erfahrung ist, also die ich mache. Und Achapa ist eigentlich dann, also zuerst übt man und das ist dieses Japa, man übt und dann macht man es eher vielleicht noch ein bisschen mental und so. Und mit der Zeit übt man nicht mehr, dann passiert es, dass diese Schwingung sich einfach von selbst vorwärts schwingt, ja, und während wir das sagen. Und währenddessen, dass das passiert, hat man das Gefühl, es geht von selbst, ich bin nur noch, ich bin und es macht von selbst. Und das ist die Verwirklichung eigentlich von Japa, würde ich jetzt sagen. Das sind meine Worte, so empfinde ich das, dass dann dieses Achapa passiert und diese Verwirklichung von dem, was wir da machen. Also der Sinn und Zweck eigentlich sich dann erfüllt in diesem Achapa. So meine Erfahrung. Also ich mache es immer mit dem Namen, habe es immer mit dem Namen gemacht, weniger mit einem längeren Mantra. Vielleicht machst du das, diese Erfahrung, diese andere Erfahrung mit einem längeren Mantra. Ja, ich habe also verschiedene Mantras benutzt für vor allem Japa. Achapa Chapa habe ich noch nicht so oft gemacht, weil das ist ja mehr also das Achapa Chapa ist für mich eigentlich vor allem eigentlich fast Atemmeditation. Also weil der Atem, der hat ja eigentlich den Klang, wenn man genau hinhört. Und wenn man sich ganz auf den Atem dann konzentriert, dann entsteht ja eigentlich dieses Soham. Und also mit Japa habe ich viel mehr Erfahrung, weil es mir sehr viel einfacher fällt sozusagen, auch also durch den Tag oder auch allgemein, mich auf ein Mantra zu konzentrieren, anstatt auf etwas so ganz
so Subtiles, dann neige ich dazu abzudriften. Und dieses Japa, also das sozusagen konzentrierte Wiederholen von einem Mantra, das habe ich mit längeren Mantras gemacht, zum Beispiel wir haben mit dem Mrityunjaya Mantra das Om Triambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam, Urvarukam Vandhanat, Mrityormuchyavandanam. Kann ich jetzt gerade nicht so perfekt aufsagen, aber ja, ich habe vor allem eigentlich ein bisschen längere, nicht extrem kurze Mantras genommen. Zum Beispiel Om Namah Shivaya, das ist zwar immer noch kurz, aber nicht extrem kurz, es gibt noch Kürze. Und, wie war die Erfahrung ja, mit diesem genau. langen Mantra? Also die Erfahrung mit einem längeren Mantra für mich war eigentlich, die war eigentlich sehr stärkend, muss ich sagen. Also das Mantra vom Tod eigentlich, und es ist eben sehr deswegen, also sozusagen kräftigend. Und es hat mir enorm geholfen. Also ich bin extrem dankbar und ich mache eigentlich fast täglich Japa, weil es mich einfach, es bringt so eine enorme Klarheit in mein ganzes Bewusstsein. Es ist wie, also zum Beispiel eben bei diesem Mahamrityunjaya Mantra, das ist so wie, da fühle ich, das ist wie so ein Feuer, so ein reinigendes Feuer, das sich in mir dann ausbreitet. Es ist mega, mega powerful. Und ich hatte auch kürzlich mal, habe ich sogar so ein inneres Bild bekommen. Ich habe ein ganz langes, ich glaube, das ist gar nicht mehr mal Japa. Das ist dann, das Mantra dauert 17 Minuten. Aber ich habe dann danach, ich erzähle das jetzt einfach noch gut, weil es gehört auch dazu. Ich habe dann sogar so ein inneres Bild dann gesehen. Ich habe gesehen, ich bin das Feuer. Ich bin zwar wie ein Feuer, das so lodert und spuckt irgendwie, also ein spuckendes Feuer. Das habe ich irgendwie so gesehen, dass ich das bin. Und es ist ein Mantra, das an Shiva gerichtet ist. Also deswegen noch einmal sehr passend. Das ist wirklich, also ich zweifle überhaupt nicht an diesem Bild. Ich habe das so erfahren bekommen. Also ich habe eigentlich enorm gute Erfahrung mit Japa und mit Mantra. Es ist enorm reinigend immer auf mein Bewusstsein und bringt auch mich aus extrem vielen Verwirrungen und negativer Energie und hilft zu klarem Geist und so weiter, zu klarem Denken. Ja, genau. Mhm. Vielleicht noch, warum wir das jetzt hier machen, öffentlich für euch, die jetzt das zuhören. Es ist so etwas Einfaches. Also jetzt zum Beispiel, klar, ein längeres Mantra muss man ja vielleicht zuerst lernen und so, aber dieses Namasmarana, also wir machen das, um euch etwas zu geben, das wir auch bekommen haben, wo man einfach so leicht mit einem Wort oder mit einem Satz oder so leicht, und das kann man überall und jederzeit machen, wo man das überall einsetzen kann und es enorm dienlich ist, um uns aus dem Denken zu bringen, also in den Science Space wiederum. Und das hat den Zweck eigentlich, das ist der Sinn und die Bedeutung davon, dass wir in diesen anderen freien, reinen Bewusstseinsraum kommen, der wir sind. Und möchte noch dazu auch noch sagen, es ist wichtig, dass wir wirklich, also wir geben einfach quasi dem Verstand geben wir eigentlich etwas zu tun. Also die Wiederholung dieses Namens zum Beispiel ist bei mir. Und wenn er was zu tun hat, dann ist es gut, oder? Dann streift er nicht herum und denkt irgendwelche andere Sachen. Kann er aber trotzdem machen, und das ist der Punkt. Wenn wir es dann beginnen, so einfach so hinunter zu leiern
und nicht mehr aufmerksam sind, dann hintendurch wird der Verstand wieder irgendwas anderes denken. Und das ist der Punkt, dann funktioniert es natürlich nicht, sondern wir müssen wirklich aufmerksam bleiben dabei. Sonst, damit das eben nicht passiert, dass da so das Hintergrundrauschen dann passiert, wo wir nicht mal bemerken, dass da noch andere Gedanken bereits schon wieder hintenrum sind. Und wenn wir wirklich aufmerksam sind und dabei bleiben, werden wir merken, was passiert. Und das wird uns verändern. Und das ist eine sehr einfache Übung, die jeder machen kann. Ich rate jedem an, das mal auszuprobieren und immer wieder und nicht gleich aufzugeben. Das ist eben genau auch der Punkt, nicht gleich aufzugeben. Dann kommt man in dieses Ajapa. Und das ist dann der schöne, reine Zustand, den wir eigentlich alle suchen und wollen und den wir dadurch sehr leicht erfahren können. Genau, also der Geist wird eigentlich wie befriedigt durch das Mantra. Weil, Stimmt. Genau, der hat dann irgendwas zu fressen sozusagen. Und wenn es da ist eben, ein Mantra ist ja nicht irgendein Wort, sondern es hat eine ganz spezielle Schwingung. Und wenn wir ihm diese Schwingung sozusagen geben, dann ist er zufrieden und Ja. wir müssen es nicht wie in der Meditation, wo man oft denkt, man muss die Gedanken wegmachen und loswerden oder so, sondern eher im Japa oder im Ajapa ist es dann so, dass der Verstand, der hat Freude. Ja, wir Ein bisschen, geben ihm genau. etwas. Und Ja. er wird auch erhoben. Er darf auch mitgehen. Ein bisschen. Und Genau. diese Leichtigkeit und Schönheit erfahren. Und er kann dienlich dafür sein sogar noch, kann dazu noch Diener sein. Das ist doch super. Also, jeder soll das üben und die Erfahrung machen. Nicht gleich von Anfang an denken, das ist nichts für mich, sondern wirklich probieren und machen und dann erfahren. Also ich denke auch, eigentlich braucht es wirklich nur die Erfahrung, die man machen muss, bis man weiß, dass es absolut wirkungsvoll ist. Und ich denke, das ist etwas auch, das für jeden Menschen, eine Technik für jeden Menschen, weil es ist so einfach. Ja. Und wenn man das jetzt irgendwie, ich sage mal, eine Stunde lang in seinem Leben wirklich konzentriert gemacht hat, dann weiß man, was es für eine Wirkung hat. Ja, genau, nimm einen Namen, den du liebst. Einen hochschwingenden, wundervollen Namen eines du. Ja, das kann eigentlich jeder Name sein. Oder wenn du keinen weißt, sag so Ham, ich bin. Oder ja, einfach einer, der dich anspricht, den du liebst auszusprechen, der dir sehr neu ist, den du, ja, das ist wichtig, sonst, ja. Genau, bei mir ist es so gewesen, ich spüre auch sehr genau eigentlich, welches Mantra das ich chanten möchte, weil also die Mantras haben eine ganz unterschiedliche Qualität und also jeder Mensch ist ja verschieden und dann, also man spürt eigentlich dann nach einer Weile ziemlich genau, welches Mantra das einem am besten gefällt, oder man kann auch in verschiedenen Stimmungen dann ein anderes Mantra wählen. Das Genau. merkt man dann, ja. Also man muss nicht immer dasselbe, ich wechsle ständig. Je nach Stimmung, wenn ich im Wald bin und je nachdem zum Beispiel auch noch wichtig, wenn ich am Laufen bin und wenn ich schon ein bisschen angestrengt hochlaufe zum Beispiel in die Höhe oder so, dann ist der Atem ganz anders. Dann sage ich nämlich ein kurzes Mantra, das geht dann viel besser und leichter. Und so passe ich das alles immer an. Und das soll man auch. Und das geht dann, man soll es sich leicht machen, nicht kompliziert. Und ja, ist noch wichtig zu sagen, dass man nicht glaubt, man muss jetzt unbedingt genau das und dann geht es nicht, weil man macht und so. Aber das kann man mit der Zeit einfach die Leichtigkeit da hineinbringen und so machen, wie es am besten geht. Ja, super. Dann sind wir soweit. Haben wir das Wichtigste gesagt? Ja, also ich möchte eigentlich unbedingt noch irgendwie erzählen, dass
es ist etwas, das eigentlich in der Gesellschaft also eigentlich könnte das wie die Gesellschaft für so viele verschiedene Zwecke gebrauchen. Also ich würde das zum Beispiel auch als Psychotherapie unbedingt sogar gebrauchen. Ich denke, dass es so ist, dass man mit einem Mantra oder einfach mit Japa-Yoga, wenn man das regelmäßig macht, dass man damit eigentlich wirklich sogar auch von schlimmen Süchten wegkommen kann und von diversen Krankheiten und Missständen und so weiter. Es ist enorm heilsam und es ist wirklich ein Schatz. Also Japa ist wirklich so ein bisschen, ich würde sagen, einer der Hauptwerte für mich jetzt aus dem ganzen Yoga, das ich gelernt habe, ist eigentlich Japa. Es ist mindestens, also ich würde sagen, genauso kraftvoll wie die Körperübung. Es ist oder sogar noch mehr, weil, ja, also sicher, auf jeden Fall sehr kraftvoll. Und genau. Ja, das Einfache halt, das Wichtige. Eine Perle unter den Übungen. So leicht und so einfach und so wirkungsvoll. Genau, Swami sagt dazu, beim Japa ist es, one part of you is repeating and one part is listening. Also ein Teil von mir oder ein Teil von uns repetiert das Mantra und der andere Teil hört zu. Und das ist eigentlich das Essentielle auch dabei, weil wenn man einfach nur das Mantra dann repetiert und nicht mehr sozusagen wirklich präsent ist und dabei ist, dann verliert es auch die Wirkung. Ja, weil das wird dann so mechanisch, dann hat das keine Wirkung mehr, wenn es nur so mechanisch wiederholt wird und die Gedanken hintenrum. Aber das Listening, also die Erfahrung von Listening, ist eigentlich dann, der eine Teil ist ja das Rezitieren, also das Aussprechen, und das andere ist das Listening. Und das Listening ist ja eben auch nicht nur das Mantra, sondern es ist wie der Zwischenraum, es ist wie das, was hinter dem oder größer als das Mantra ist. Also wie das dazwischen, dieser Raum dazwischen, dieser grenzenlose unendliche Raum geht auf. Und das ist eben das, was passieren kann und was dann eben eigentlich das Schönste daran ist. Deshalb finde ich super, dass du das noch sagst mit dem, was Swami gesagt hat, weil es ist so, das ist ja sehr wichtig. Genau, das Horchen, was daraus herauszuhören ist, das Tiefere, das, was nur erfahrbar ist. Okay. Gut. Super, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und inspiriert. Und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. mit einem anderen Vakyat, also über ein anderes Thema. Macht uns Spaß, hoffe euch auch. Tschüss!